Der Auftakt in die Rückrunde wird nicht Mainz gegen Union lauten, denn ihr seht, das Spiel ist abgesagt aufgrund der winterlichen Bedingungen, die da gerade herrschen, vor allem halt im Süden. Es könnte daher auch sein, dass es eventuell noch 1, 2 weitere Spielabsagen gibt. Die Bayern zum Beispiel gegen Bremen, weiß man ja nicht am Sonntag, oder auch Darmstadt gegen die Eintracht, ist ja auch so in der Region, wo es ja momentan runter und drüber geht. Freiburg gegen Hoffenheim könnte es eventuell auch treffen. Wir schauen einfach mal. Wir tippen das aber trotzdem, weil irgendwann wird es ja nachgeholt. Mainz gegen Union tippe ich mal ein 1:1. Beide unten drinne. Beide haben am 17. Spieltag noch unentschieden gespielt. Mainz gegen Wolfsburg, Union in Freiburg. Ist ja gar nicht so verkehrt, in Freiburg zu punkten. Aber wenn sie gegeneinander spielen, ich glaube, es wird ein sehr kampfbetontes Spiel. Ich glaube, bis dahin sind die beiden immer noch unten in der Tabellenregion und von daher wollen beide, können vielleicht nicht beide und von daher wird man sich dann aus meiner Sicht hoffentlich unentschieden trennen. Freiburg gegen Hoffenheim, wie gesagt, auch ein Spiel, das eventuell auf der Kippe steht. Ich habe jetzt noch nichts Spezielles gehört, aber es könnte ja sein, aufgrund der Wetterlage, ne, dass das Spiel auch nicht stattfindet. Da würde ich dann die Freiburger auf Sieg tippen, weil die schätze ich ein bisschen stärker ein, geschlossener als Mannschaft auftreten als Hoffenheim. Aber die haben auch keine schlechte Saison bislang gespielt. Ne? Die stehen oben mit dabei, haben auch immer noch Kontakt zu den internationalen Plätzen. Das wird auch, denke ich, bis zum letzten Spieltag sehr, sehr spannend. Und mal gucken, ob Freiburg zu Hause gewinnt. Dann haben wir das Duell der Fanfreundschaft zwischen Köln und Dortmund. Das ist auch immer ein Duell, was sehr, sehr viel Brisanz auf jeden Fall verspricht. Und für Dortmund natürlich die große Gelegenheit zu zeigen, dass sie nochmal ein bisschen aufholen wollen in der Rückrunde. Denn Platz 5 könnte ja eventuell auch reichen für die Champions League, wenn, glaube ich, die ersten beiden Nationen in der UEFA 5-Jahreswertung gut abschneiden. Ne? Also die deutschen Teams sollen ruhig weit kommen in den internationalen Geschäften. Dann könnte es theoretisch für Platz 1 oder 2 reichen. Dann hätten wir einen 5. Champions League Platz und der wird auf jeden Fall hart umkämpft. Da ist Dortmund mit dabei, da ist Stuttgart mit dabei, Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg und so weiter. Also da gibt es ein ziemlich großes Gehaue um den 5. Platz und die Kölner müssen halt irgendwie unten raus, wenn die nicht absteigen wollen. Die haben jetzt mit der Transfersperre natürlich eine schwere Hypothek zu tragen bis in den nächsten Winter. Die dürfen ja im Sommer auch nicht verpflichten. Also das wird wirklich sehr interessant, wie die Kölner das geregelt bekommen. Und von daher schätze ich einfach auch da Dortmund stärker ein, würde da mal ein 2:0 machen. Und wünsche den Kölnern auf jeden Fall alles Gute, dass sie das irgendwie hinkriegen. Es wird sehr spannend zu sehen sein, was sie machen. Ne? Ob sie jetzt mehr mit Jugendspielern agieren oder ob die erste Mannschaft da wirklich stark genug ist, um die Klasse zu halten. Und bei Dortmund, das ist halt ja so wie eine Achterbahnfahrt. Ne? Mal bergauf, bergab. Wenig konstant drinne, aber mal gucken, was die Rückrunde bringt. Dann kommen wir zu Bochum gegen Stuttgart. Das wird auch, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Duell und es wird sehr spannend zu sehen sein, wie Stuttgart reagiert. Ja, Guirassy ist ja bekanntermaßen nicht mit dabei und noch ein paar andere, wegen des Afrika-Cups und wegen des Asien-Cups und auch auf die Niederlage in Gladbach, ne, 3:1. Hätte ich gar nicht gedacht. Also ich hätte wirklich gedacht, dass Stuttgart da trotzdem gewinnt. Haben sie leider nicht, aus meiner Sicht, aber die spielen trotzdem immer noch eine gute Saison. Und da ist ja jetzt nicht alles schlecht, also nur weil sie jetzt mal ein Spiel so ein bisschen in den Sand gesetzt haben. Und Bochum, die müssen halt unten weiterhin punkten, ne? Die sind auch aber ganz gut mit dabei. Die können zu Hause jeden schlagen. Aber Stuttgart diesmal nicht. Und ich hoffe, dass die Stuttgarter mich nicht enttäuschen. Ich tippe nochmal auf Stuttgart. Ich hoffe, dass es diesmal nicht mal. Ich mache ein knappes 2:1. Aber ich glaube trotzdem, oder ich hoffe oder ich vermute, dass Stuttgart eine Reaktion zeigen wird. Dass sie auch eine gute Mannschaft haben. Und mir auf jeden Fall vielleicht mal 2 Punkte zumindest bringen. Schauen wir mal. Weiter geht's mit dem Überraschungsteam Heidenheim zu Hause gegen Wolfsburg. Da mache ich ein knappes 2:1 für die Heidenheimer. Die spielen eine sehr, sehr solide Hinrunde bislang. Frank Schmidt holt aus dem Kader wirklich immer das Maximum raus, auch wenn es nicht immer für einen Sieg langt. Aber es reicht bislang für einen stabilen Mittelfeldplatz. Und warum sollen die das nicht die Rückrunde auch noch durchziehen? Wird natürlich schwer bis zum Ende. Werden sie, glaube ich, um den Klassenerhalt natürlich mitspielen. Vielleicht können sie es auch schon ein paar Spieltage vorher klar machen. Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall schön. Ja, alleine für Frank Schmidt würde mich das freuen. Aber danach geht es natürlich nicht immer. Und Wolfsburg, die könnten natürlich auch jetzt wieder eine Serie starten. Sind jetzt auch in so einem kleinen Tal von Negativerlebnissen. Aber das kann natürlich ganz schnell wieder umgedreht werden. Wenn du 2-3 Mal gewinnst, dann bist du schon wieder gefühlt deutscher Meister. Naja, also gucken wir mal, ob Heidenheim das schafft. 2:1 zu Hause gegen Wolfsburg. Darmstadt gegen Frankfurt, Hessen-Derby. Da wird es nicht nur auf dem Platz brennen und knallen, sondern auch vermutlich wieder auf den Tribünen. Schauen wir mal. Ja, Eintracht hat jetzt die Chance, in den nächsten 4 Spielen sich mal wirklich oben festzusetzen. Also bei allem Respekt gegenüber den anstehenden Gegnern. Ne? Wir spielen jetzt gegen Darmstadt, wir spielen dann gegen Mainz zu Hause, wir spielen dann in Köln und dann zu Hause gegen Bochum. Das sind wirklich alles Gegner, gegen die Eintracht erstens in der Hinrunde nicht gewonnen hat. Also Darmstadt schon, aber Mainz nicht, unentschieden. Köln unentschieden, Bochum unentschieden.
Das sind wirklich Gegner, die man jetzt in der Rückrunde schlagen muss, damit man wirklich oben sich mal festsetzen kann, weil die Chance auf Platz 5, Champions League eventuell, die wird nie wieder so groß sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, mal gucken, wie es in den nächsten Jahren so sein wird. Und Darmstadt, die müssen natürlich jetzt Spiel für Spiel, das ist für die immer ein Endspiel, würde ich sagen, ne? Um die Klasse zu halten. Ich mache mal ein knappes 2-1, würde aber zur Eintracht passen, wenn nach dem Sieg in Leipzig, überraschenderweise, aber sehr geil, dann die Niederlage in Darmstadt folgt. Ne? Also ich meine, Eintracht-Fans, die machen das schon jahrelang mit, die wissen einfach, wie die Eintracht tickt. Wäre aber schön, wenn sie diesmal nicht verlieren, sondern, wie gesagt, da mal eine kleine Serie starten können. Würde mich freuen, schauen wir mal, ob es auch soweit kommt. Das Topspiel dann Leipzig gegen Leverkusen, sportlich gesehen auf jeden Fall. Leverkusen bislang immer noch ohne Niederlage, Respekt auf jeden Fall. In Leipzig könnte es eventuell soweit sein. Das kann ich sehr, sehr schwer einschätzen. Also gegen jede andere Mannschaft hätte ich gesagt, Leverkusen auf jeden Fall, safe auf Sieg. Aber in Leipzig ist halt, wenn die nochmal so ein Spiel abliefern wie gegen uns und dann auch ihre Chancen machen, dann kann es für Leverkusener ganz, ganz böse enden. Aber die Leverkusener, die sind einfach so eine eingeschworene Truppe. Die gewinnen jetzt sogar in der letzten Sekunde. Und wenn du so Spiele gewinnst, dann wirst du ja bekanntermaßen Meister. Ich würde da mal ein Unentschieden machen. Ein 2:2, ich glaube, das könnte eine sehr, sehr spannende Partie werden. Xabi Alonso nach wie vor, guter Trainer, hat die Jungs da im Griff, glaube ich. Und warum sollte Leverkusen kein deutscher Meister werden? Ich glaube nämlich auch nicht, dass die wie Dortmund ja einknicken in dem Sinne, dass die dann möglicherweise am letzten Spieltag das Ding noch verlieren. Wenn, dann würden sie es ein paar Spieltage vorher machen. Aber darauf kommt es halt an, ne? Wenn Leverkusen konstant spielt, werden sie Meister. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und auch das Spiel gegen die Bayern in 2 Wochen, glaube ich, das ist mit entscheidend, glaube ich. Nicht die Vorentscheidung, aber es wird ein richtungsweisendes Spiel. Machen wir gleich weiter mit den Bayern zu Hause gegen Bremen. Eine sehr, sehr interessante Wettquote. 26 also. Setzt man 10er auf die Bremer. Wenn sie doch irgendwie 1-0 gewinnen sollten, habt ihr glatt 260 € in der Tasche. Wird aber nicht passieren. Ich glaube, die Bayern, die gewinnen das ganz klar. Die werden den Schwung mitnehmen. Die müssen auch, je nachdem wie Leverkusen spielt, die Chance nutzen, entweder ranzukommen auf den Punkt mit dem einen Spiel noch in der Hinterhand oder halt um oben dran zu bleiben. Also wenn Bremen da ein Remis holt, wäre schon eine große Sensation und wäre eine Überraschung, aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht so passieren wird. Und als Abschluss haben wir wieder Gladbach um 17:30 Uhr, diesmal gegen die Augsburger zu Hause, wieder ein Heimspiel. Die werden vermutlich den Schwung mitnehmen, aber auch die Augsburger, die haben gegen Leverkusen wohl lange gut mitgehalten. Ich habe das Spiel nicht gesehen, nur in der Zusammenfassung, aber so von der Statistik her dann verdient die Niederlage. Könnte auch ein Unentschieden werden, ne? Ich tippe hier auch mal ein 1:1. Weil ich beiden Mannschaften noch nicht so recht trauen kann. Gladbach vor allem, die spielen mal 3 Spiele gut, dann spielen sie mal wieder 4 Spiele scheiße und dann geht das Ganze wieder von vorne los und Augsburg ist halt Augsburg. Muss man gar nicht so viel zu sagen, ne? Die sind auch immer sehr, sehr unangenehm zu bespielen, auswärts oder heim, deswegen ein 1:1. Dann kurz noch zur Tippübersicht, wie jede Woche De Kini auf der 1 mit Hegebusch zusammen, die haben beide 220 Punkte, dann haben wir den Paul, den Bobso, Prinz Poldi auch ganz, ganz eng zusammen, ihr seht, das wird bis zum Schluss auch wie immer eine sehr, sehr interessante Sache hier. Ich bin 15. Ich bin da sehr, sehr zufrieden mit dem Ben 1103. Freue ich mich für den Ben und für mich. Und ansonsten schaut da einfach mal, wo ihr euch wiederfindet. Ganz viele aktive Leute noch mit dabei. Freut mich. Dann sehen wir uns wieder nächste Woche zum nächsten Spieltag. Spieltag Nummer 19. Mal gucken, welche Spieler ausfallen, welche nicht. Mal gucken, welche Spieler an diesem Wochenende ausfallen. Noch zusätzlich oder halt auch nicht. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Glück für eure Mannschaften, für eure Tipps. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao, ciao.